What's up guys, Nepenthes here and welcome back to another episode of Draft to Glory. Today we're going to be tackling the highest physical draft. This was recommended by an uncreative name, which is actually a very creative name. Had almost 400 thumbs up. So what we're going to do is we're going to pick the highest physical for each position, and as per usual we're not going to go out of the positions, so we'll move one position to go for chemistry. But so for example, if there's a centre back that has 95 physical and a striker that has 90 physical, I'm not going to play the centre back over the striker. We're going to keep them to their position so I have some opportunity to be able to win. In the last episode, again guys, it slaughtered over 6,000 likes. Unbelievable support that you guys continue to show on these drafts. If we could go for that again, that would be great. Let me give you an exact what we hit. So the episode 2 days ago got 7,300. The episode yesterday got 6,700, which is just unreal. I'm just looking so much, dudes, so much looking forwards to... do I want to go for someone with wingers? Wingers traditionally don't have super physical, but Mane does. Let's go for the 3-4-3, which is the formation all the Premier League teams are playing right now. Let's go for this. Let's just try it. Why not? Try something different. Yeah, you know, FIFA 18 is so close. I'm so excited for it, and I hope you guys are too. So our first player, guys, is going to be Costa with 90 physical there. He's going to be our captain. Not bad captain to have because he is Spanish, so we're going to get some, hopefully some good links on him. And we get, Gareth Bale or Angel Di Maria. Which one would I prefer? I mean, you've got the skill moves of Di Maria, 2-star weak foot. Gareth Bale, 4-star weak foot, higher. Bale's got better shooting, way more pace as well. We obviously can't get Messi. It's gonna be tough to get Messi into the team. Ronaldo, probably we could get him because he actually does have quite high physicals. I'm gonna go with Gareth Bale. I think he'll just be easier to link in overall. Then at left forward spot, we're going to be taking Eden Hazard. That's a banging player. Now, he might not be in the team come the end of the whole list, but at 78 physical, he gets a strong link to Costa. The only downside would be if we actually did get a player that has more physical than him that kicks him out of the team. At our left mid spot, ooh, that's a shame Perisic is there, because if not, we could have put Anthony Martial in there. We're going to go with Perisic. Let's hope that we get the defenders to link with him. In midfield, Kante at 87. Ooh, I thought Kroos was going to ruin it for us. This draft is turning out to be sick. N'Golo Kante with 87 physical goes into the midfield. I think the physical draft might just do well for us, guys. It might just do well. We get Vilena. He's actually got a decent card. Medium high, 4-star weak foot. Not the greatest height for me personally, but nicely well-rounded stats. He is the highest physical, right? Yeah, he is the highest physical. He doesn't link with anyone at this stage, but we'll work on that. He might not be in the team come the end of it anyway. And now we get Chara. 68 physical is the highest. Nothing you can do about that. Chara goes in. No links to him, unfortunately. In at centre-back. Right, we get Demal, who's not a bad defender to be fair, and at Calcio A, he does link with Perisic over on the left-hand side of midfield. We get Bruno Alves with 84, Marquinhos with 85. That's a really nice player to have. Again, Demal gets a link with Kante as well, of course. And then last but not least, ooh, that Godin. Oh, Bonucci is perfect. That just is perfect. Look at this team. This is alright for a highest physical team, guys. And I guess I get to pick whatever goalkeeper I want. So I could go with Trapp to get a strong link into Marquinhos. Or I could go with Marchetti. Marchetti takes us up to 77 chemistry and Trapp takes us up to 74 chemistry. But I feel like giving Marquinhos links will be more beneficial overall because it will get everybody except Bale, the right mid and the right centre mid on 7. And Marchetti will keep... Marquinhos on 4. So I'm going to go with Trapp for that reason. Might not be the smartest choice come the end of everything, but that's where we're at. So we get another goalkeeper now as well. We get ourselves another choice. I guess we could take Ter Stegen, not that it would help. There's no Calcio A goalkeeper here, so it doesn't matter. Let's take Ter Stegen just in case we end up going La Liga somewhere or another. I'm not overly sure that we will.
Ooh, oh, well, perfect for me is Matos is the guy that we have to take, but we have no fullback, so he just goes on as a sub, which is fantastic because he will make a good substitute anyway. Next up, Sergio Ramos, 88 physical. So who has the lowest physical here? 83, 90, and 85. So Damao is out, which I don't mind. Sergio Ramos is now in. And if I swap those two around, we go up to 75 chemistry. Perfect. That is great. That is great. That is a great defense. And we could potentially still get a better player, but that is a solid trio anyway. We get Forsberg. Oh, man. If Forsberg wasn't there, I would have loved Thiago. Forsberg is there. We have to take him. And now Perisic has 76, Hazard 78. So Perisic is the guy that goes out. Which is sad. There's no way to link better, is there? No. So Perisic is just... Sorry, Forsberg is just going to be there on his own. I like Forsberg anyway. His card's really good. 88 physical too. It's not bad at all. We can deal with that. I just hope we don't get a player that ruins some of the positions that we have. Oh my god, De Bruyne. Wow. I could go De Bruyne or Pogba. Now, Pogba obviously is a better choice because he's French. So he gets a strong link into Kante as well. But that team of the season, De Bruyne, I mean, more shooting, more passing, more dribbling, more pace. Oh, man. Kante, it won't actually change anything. You know what? It won't change anything. They'll both get the same chemistry there. They will both get the same chemistry there. Because although Pogba gets a strong link from Kante, he only gets one link from Costa, so it doesn't give him enough to get full chem, and it doesn't give Kante enough to get full chem. And De Bruyne is the same. This is a tricky choice. 6'3", 4-star, 5-star, and he's 5'11", 4-star, 4-star. What would you guys do here? I'm torn. I like that De Bruyne card. It looks great. I'm going to take De Bruyne. This might be a mistake. That might be a mistake. So Vilena has 88. Oh my god. Wouldn't have even made any difference. Because it's Kante that has to come off. Which sucks. But it's the way it is. That's too bad. That's too bad. Even if like it would have been Pogba anyway, it literally would have made no difference. Yes, Ronaldo. That's what I wanted. That is what I wanted. So we've got 78 and 88. So Hazard's out as well now. That's too bad. We got a great bench. Yeah, wouldn't have made even if I picked Pogba, Pogba would have had to go in there anyway. Ooh, 90 physical on Lukaku. If he gets more, this might work out. He's got the same as Costa, so I can actually put Lukaku in there instead of Costa, and that actually benefits us for De Bruyne. It actually worked out. Not for the right reasons, but it worked out picking KDB instead of Paul Pogba. Otherwise, we'd just have a soft link in there right now. Next high physical is Palinha at 84. He doesn't get into the team. We've got 90 and 88 in the centre midfield spots, but we'll take him for highest physicals anyway. Next up, Neymar at 77 there. Ooh, Lacazette. Hello. I mean, he's got 94 physical, so he has to go in. Now Pogba would have been better because there would have been a soft link in there. This team is crazy good. I wonder how important physical is going to be. I've not used that Lacazette card often, so I'm very excited to try that out. Don't give me some freak. All right, 78 physical on this guy. 2 more picks left. I very much doubt we're going to change much of this team at this stage. So the 72 physical of Coutinho doesn't overtake anyone in the team. I would love a right mid. 68 physical on the right hand side of the midfield. That's what I'd like to improve. 73. Willian would have been perfect. Because he would have just gone in there instead of that one dude. We would have had a full special team. It would have been great. Unfortunately, Jorgensen has the most physical. But Jorgensen's not going to be able to get ahead of any of the centre-backs. So this is an interesting conundrum. Because I don't want to like cheat. Not that it's cheating because it's just a draft, right? But Jorgensen has the highest physical out of all 5 of them. But Jorgensen doesn't get into the team
whereas Willian has more physical than the right mid that we've got. So if we're going for players with the highest physical, Willian's got to be the guy to go with, right? But I didn't do that for all the positions. That's the difference. I didn't look at every time and say, well, this guy's not going to get... Like, for example, I knew Coutinho wasn't going to get into the team. I didn't look at whether the other players would get in the team above someone else. So I don't know about that. Chada. 4-star, 4-star. I mean, it's not a bad card, really. I mean, it's not like I've got a great team anyway. I think we're okay with that. What do you guys think? We do that. I wonder if there's a way to get more chemistry out of this. I can't see it personally. I'm gonna use Chada. I'll take a view on the comments as what you guys think. But we use Chada. We'll keep Willian on the bench for now. We'll put him in there. We'll put Coutinho in as well instead of Ter Stegen. Oh, I wonder if Ter Stegen helps chemistry. No, it doesn't help anything at all. Oh, I wonder if actually, let's do that. Oh no, if I used Willian, I could have got more chem. Because I could do, what we were on? We were on 54. That would have put us up to 55, and then Ronaldo and Forsberg. I could have got up to 59 chemistry instead. I wonder actually what we get with Chada there. Yeah, still 54, it doesn't make a difference. I don't really care for Ronaldo to be on chemistry either. It doesn't really make that much of a difference. So our bench is sick. Hazard, Kante, Lukaku, Coutinho, Matos, and Costa and Perisic. I'm not even going to use Willian. I just don't want. I don't want people to be like, "Oh, you cheated." I just don't want that to happen. So we won't use him. What do we get here? 55, 57, still 55, 55, 57. So we'll take the Liga Santander manager. I mean, dudes, the chemistry isn't the best, but this team is fantastic. There's not a player in the team that I see, other than Chada, no one in this team do I look at and think, oh god, they're going to probably cost me. Everyone's great, and all of them have a minimum of 4 chemistry, which is decent enough, except Chada again on 3. But Lacazette, Ronaldo, Forsberg, De Bruyne, it's a good team. You know what I mean? It's a good team. I just don't think there's a way to get any more chemistry out of this, which is sad. That, guys, is the team. Let's get into the action. Okay, guys, into the gameplay we go. The first opponent we come up against, funnily enough, also has a 3-4-3 team. Team of the year, Suarez, Blue, Neymar. Team of the season, Kyle Walker. Mane in there, Adam Lallana, Keane, centre-back, in-form version. It's not going to lie, it's a pretty weak team. And that's where I think, even with my own chemistry being quite low, my players are so much better than my opponent's players that even on less chem, they've still got better stats and they will still perform better. My opponent, for some reason, kept pumping his goalkeeper out as soon as I got into his half. Like, it wasn't just like a one-time thing, just constantly. As soon as I get into his half, it started bringing his keeper out, and it just made it ridiculously easy for me to get a couple of goals in and go 2-0 up, which was very nice. Obviously, it's good to get the early goals. I don't really know what to expect from this team. As I said, it's good players. But I don't, you know, there's a lot of players here I haven't used before. Some of them are very linear, like Vilena and such. You know, he's got 4-star weak foot, but he's not like the greatest player. You're not going to get a lot out of him. He's very just one-dimensional is what I'm saying. And we eventually did concede a goal to go 2-1. He gave me the flappy arms there with Adam Lallana. So when I did make it 3-1, and I did make it 3-1, Kevin De Bruyne here on the ball, lays it inside to Forsberg. Forsberg evades the tackle, finds Cristiano Ronaldo, waits for the run of Lacazette, who gets his hat-trick with a beautiful low-driven. Of course, I gave my opponent back some flappy arms. You can't give the flappy arms without expecting to receive the flappy arms. So we win the first game 3-1. Very nice, very competent performance there. Pretty much dominated the game. He did have a few good chances, to be fair to him. He hit the post a couple of times and such, but I could have scored 5 or 6 goals that game. He was lucky it was only 3 because he had control of the possession. A lot of my shots were from just outside the box, as you can see, and that goes hand in hand with him bringing his keeper out a lot. I tried probably a fair few too many long shots, but the hat-trick for Lacazette was good enough to send us through into the quarter-final. And our quarter-final opponent was a guy that also had the 3-4-3.
Fancy that. Literally just fancy that. A great team here. Costa, Kante, Mkhitaryan, very nice indeed. The same De Bruyne as me. 99 Ronaldo as well, just a different version. His defense is a bit weird. Rose and Felipe Luis as fullbacks, off chem, out of position. I did feel like I would be able to use that to my advantage, and I was able to use that to my advantage. A beautiful roulette there from Cristiano Ronaldo, and he accelerates away from the defender, shoots and scores to make it 1-0, and that was a fantastic finish to go into the lead. However, my opponent pulled it back very, very quickly, as we see that Ronaldo finish one more time. The ball goes out from Kante to Mkhitaryan. I tried defending it good, an auto lunge there kind of stopped me from getting into position for the ball. Kante got through, beautiful finish to be fair to him. Goes 1-1 after just 21 minutes. But this was a game that, once again, I wasn't really fussed about going 1-1 because I was having fun. I was getting chances. I was pretty confident I was going to score, and that's exactly what we did. A bit lucky in the box for a deflection to come back to us, but our main man that we nearly didn't have there, Chara, ends up getting the ball in the back of the net to make it 2-1, and then quite a little bit later into the game, Lacazette here waits for the run of Cristiano Ronaldo, who shoots and scores to make it 3-1, and that was all she wrote. So we go 3-1 in round 1. We go 3-1 in round 2. This was a much more comfortable victory than round 1. We created far more opportunities, and you'll see the chances, the possession, etc, etc. We just had a much better time of it. So very happy to get it through into the semi-final. My opponent only with the 5 shots throughout the games. Now into the semi-final we go, guys. We're going to pick this game up from 3-3. My opponent here, he's got a 4-3-3 team. Quite a nice team. Bale, Ronaldo, Neymar are nice. Gundogan and Matic are solid. Bailly is really good. Not really too content on his other centre-back, Eric Dyer there. But it's not so bad. Inform Alaba is okay. He's got a couple of weak players in there, but he was just AFK from the start. I scored 3 goals within like the first 20 minutes, and then he started playing again. I really just didn't want to win like that. I didn't want to win after getting 3 goals where he just wasn't there. So I scored 3 own goals to take it back to even playing after about 25 minutes or so. And then on the stroke of half-time, I finally got through there with Emil Forsberg. He shoots, he scores. He puts me 4-3 up, and you'll see here as the score rolls up with Kevin Trapp there, I got 3 own goals, 24, 25 and 26. So I just didn't want to win by, you know, scoring goals against a guy who was AFK. If he stayed AFK, yeah, okay, I would have just taken the win. You know, if he just wasn't playing, that's fine. But if he like was desperate for a poo, or you know his mum rang the door and he had to go and help with the shopping or something like that, I don't really want to get a win like that. And ultimately, it didn't really make much of a difference because I went 4-3 up. I eventually went 5-3 up, and then I eventually captured my my 3-goal lead back again. Lacazette spreading that one out to Emil Forsberg. Forsberg comes inside, sends that into De Bruyne. De Bruyne lays that off to Vilena. It finds its way to Lacazette, who lays it to Hazard, shoots off the post, and puts in the rebound to make it 6-3. But as I say, the first 3 goals I scored were against the AI, just he wasn't playing, and then I scored 3 goals. It's not really worth showing it. So we make it to the final with the strongest team in FIFA. Let's go. And our final opponent, I didn't really care who it was, how he was, how well he played. I was just happy to make it to the final with this team, and we come up against easily the best team we've played against all tournament. Informed David Luiz, Team of the Season Kyle Walker, Team of the Year Kroos, Record Breaker Ronaldo, Informed Bale, Lukaku and Hazard, Virgil van Dijk, N'Golo Kante, you know, Courtois, even his left back Van Aanholt is a meta player, you would say. But to be fair to my opponent, he was very good. He was very good. I can't fault him. He defended incredibly well. He attacked incredibly well. I scored a really nice goal to put myself 1-0 up, and I was focused pretty intently on the game. He ended up scoring a really nice goal to get back into it there. Hazard just waits for the run of whoever was just on the outside of him to take away the defender, and then finesse shotted that left foot into the top corner. A great finish. I eventually made it 2-1 not too long after the stroke of half time. Get down the right hand side with Eden Hazard, laid that in to Lacazette and threaded it back through to Hazard. Hit him with a shimmy on the inside, laid it into Ronaldo, shoots and scores to make it 2-1 from Cristiano Ronaldo. And I wasn't comfortable at this stage. It was an open game. It could have gone either way. I'm just really gutted in the way that I conceded the second goal. Just really poor defending from me. I should have switched to the defender, the AI defender there, and just put a foot in. I would have got the ball, but instead he ends up holding off the defender with Ronaldo, turns around the corner, shoots and scores to make it 2-2. And I was so angry with myself that I conceded that goal. I was so frustrated that I just lost all my composure and all my concentration.
2 minutes later, he gets in with Ronaldo again. He could have sweated and scored a great finish. I believe with Hazard, not Ronaldo. Great finish under the goalkeeper. A deserved win. You know, his goals were very nice. He earned his goals. He deserved his goals. A very, very even game. If I just focused a little bit more, I could have won that game. But at the end of the day, it is what it is. That, guys, is the end of the gameplay. Let's get into the packs. All right, guys, so we end up losing 3-2 in the final. Really good game. Really good opponent. I had just a momentary lapse in concentration to let it go to 2-2. Off the corner. I really should have done better defending that, but he played well to get the goal. And I was literally just beating myself up over conceding the goal to make it 2-2. I wasn't really focused, and I conceded another to make it 3-2, and I just never had the time in the game to get back into it. But my opponent, he was very, very good. You know what I mean? It was a really even game. It could have gone either way, and he fully deserved the win. He performed very, very well. He knew the game mechanics well. Left trigger, right trigger dribbling. His passing was immaculate. He understood the skill moves, you know, how to manipulate the defense and the attack. He was just a good player. His team was great. I had a lot of fun. Again, much like the last draft where we did the slowest draft, I actually had fun. Okay, so we lost in the final. It's not the end of the world. We're still going to get a pretty decent reward, I'm sure. We end up picking up a gold players pack and a premium gold players pack, so that's not too bad. Hopefully we can get ourselves a nice big flare in here. We do get a rare gold player in the first pack. I haven't got like a special card. Ooh, Phil Jagielka, that's not bad actually, an 82 rated. I haven't got like a special card or anything in so long. I can't remember the last time we actually picked up something worth a considerable amount from this series. And then our premium gold players pack, we're going to get ourselves David Villa, the 82 rated. So 2 82 rateds as our best cards. Not the greatest thing in the world. And just generally speaking, nothing too major right there. So that is going to be the end of the video for today. I did enjoy the strongest draft in FIFA. If you want to recommend more stuff, link is, well, put it in the comment section down below. Thank you guys for watching. Hopefully you enjoyed it, and I'll see you next time. I'm out. Peace. Checkt jetzt gerne die Beschreibung aus für günstige Coins, Space Cards oder Xbox Live, um mich zu unterstützen bei IG Food. Korrekte Sache, danke dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Video, und heute ist es mal wieder soweit, seit langem ein FIFA 17 Foot Draft. Seht ihr heute auf meinem Kanal ein Bingo mit dem guten Till hier. Jo Leute, Gaming ist auch mal wieder am Start, und ich würde sagen, hau mal kurz raus, wie du dir das Ganze heute vorgestellt hast. Ja, wir haben uns natürlich anlässlich der letzten Transfers und so weiter, der Transferperiode, dies geht ja nur noch bis zum 31. August, gedacht, dass wir einfach mal ein Transfer-Foot-Rap-Bingo machen. Das heißt, wir werden 3 Transferkarten ins Team einbauen, beziehungsweise nicht ins Team einbauen, sondern mitnehmen müssen und 2 davon ins Team einbauen. Das heißt, ja, wir gucken einfach mal, ob wir so einen James Rodriguez von Bayern bekommen oder Neymar von PSG. Keine Ahnung, es wurden ja jetzt auch... Ja, Neymar wäre schon heftig. Neymar wäre geil, vor allem der Inform wäre geil. Und ja, ihr könnt auch gerne mal sonst noch in die Kommentare schreiben, welche Transfers meint ihr kommen jetzt vielleicht noch in den letzten 1 bis 2 Tagen jetzt? Was meinst du, könnte da noch was möglich sein? Ja. Zum Beispiel jetzt hier Hövedes zu Juventus Turin, das soll ja eigentlich schon fast feststehen. Keita wird nächstes Jahr bei Liverpool spielen, aber bleibt jetzt noch ein Jahr bei Leipzig und so weiter. Keine Ahnung, ob Mbappé dann jetzt endgültig noch feststehen wird, die nächsten Stunden. Und ja, wollen wir einfach mal anfangen? Ich würde sagen, wir können starten, wenn du soweit bist. Ich würde sagen, jeder hat 10 Minuten Zeit, ne? Jeder hat 10 Minuten, genau. Und wenn wir dann nochmal ein richtiges Bingo machen sollen, heute wie gesagt diese dieses Transfer-Special, genau. Und dann schreibt auf jeden Fall gerne Kriterien rein. Ich würde sagen 3, 2, 1 und gucken einfach mal, welche Formation wir haben. Okay. Und bei mir ist es die... Ja, okay. Oh nein! Was hast du? Ey, ich habe gar keine Flügel. Ey, ja, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es besser für den Transfer-Showdown. Ich habe die 4-3-2-1-Formation. Was hast du, deine beste? Ich muss, glaube ich, die 3-5-2 nehmen, oder nehme ich die? Ne, ich nehme die 3-4-1-2. Ja, mit 2 Stürmern. 3-4-1-2 habe ich auch, aber ich nehme lieber dann die 4-3-2-1. Okay, ja, dann würde ich sagen, bist du ready? Genau, ja, es kommt natürlich auch drauf an, wer am Ende das höhere Footdraft hat mit voller Chemie und so weiter, und man muss 2 eingebaut haben. Mal gucken, ob wir welche bekommen. Es zählen auch noch welche, die im Winter gewechselt sind, weil sonst ist das, glaube ich, okay, nicht da weiß möglich, ich aber oder? auch nicht. Ja, obwohl doch,
Obwohl, nee, lass das machen, nur die im Sommer, weil da gibt's doch schon noch ein paar, ne? Oder? Okay, dann zähl runter, dann starten wir gleichzeitig mit dem Captain. Okay. 3, 2, 1, los geht's, komm schon. Neymar, Digga, PSG wäre heftig. Ja, Messi. Okay. Ich habe Messi, den 96er Hero Messi habe ich. Ich bin am Überlegen gerade. Ja, ich habe echt keine guten, außer Eden Hazard im linken Mittelfeld. Ich glaube, ich nehme einfach Eden Hazard. Das Ding ist damals, ne, wo die Hero-Karte von Messi rauskam, habe ich schwör's dir, 4 Stunden Footdrafts gemacht, um diesen Typen zu bekommen, die Hero-Karte. Und jetzt kriege ich ihn einfach und so, jetzt deswegen kommt nehme ich ihn mit. Ja, jetzt kommt er einfach so hingeschmissen, aber das Gute ist halt, er ist im ZOM. Ja, wir schauen mal, vielleicht, wir gucken mal, vielleicht Neymar gleich auf dem linken Flügel, ich mach weiter. Oh, Iniesta! Okay, ich mache auch weiter mit der Innenverteidigung. Hey, Team of the Year, Iniesta? Ja, Team of the Year, Iniesta. Mein Mittelfeld ist schon ganz fresh, muss ich sagen. So, ich muss jetzt auch mal überlegen, wen wir hier nehmen. Okay, ich nehme Iniesta mit. Westergaard. Ja, das sind ja nicht wirklich gute Spieler, deswegen gut. Machen wir einfach mal das Mittelfeld. Komm, ich will jetzt auch Iniesta oder so. Oh. Bro, mein Rechtsverteidiger ist ja ein Silberspieler. Schon jetzt ein Silberspieler. Ey Jungs, wir haben hier Emre Can und ihr wisst es, der soll ja vielleicht noch zu Juve gehen, aber ich glaube, der bleibt. Ja, ich glaube, der bleibt. Aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Okay, Innenverteidigung. Oh, der könnte gut werden. Oh, Ramos. Wen hast du? Ich habe Hummels Team of the Season. Oh, nicht schlecht, Hummels Digga. Team of the Season. Okay, aber ey, ich hätte David Luiz, der ist, der ist letzten Sommer gewechselt. Okay, Ramos. Ja, okay, Wintertransfers hätten ja auch nicht gezählt, aber David Luiz ist, glaube ich, letzten Sommer. Ja, stimmt. Ey, was ist denn das hier? Obwohl der Typ, ist nicht Gross von Ingolstadt jetzt gewechselt, der spielt bei Brighton Albion. Ja, der ist gewechselt, stimmt, der ist gewechselt. Ja, das ist zum Beispiel, ja, das ist jetzt einer, den könnte ich nehmen, aber, also ich nehme ihn schon mal, eine Transferkarte, nur ob ich den dann auch noch ins Team baue, ich weiß es nicht. Ich habe Team of the Season, Howard im Tor, der mir gar nichts bringt, Trapp hätte ich noch, komm, ich gehe auf ey, ich habe wieder eine, Musacchio zu Inter. Oh, Musacchio, stimmt, ich habe bei AC, meine ich, AC. Ey, Digga, was ist hier los, Mann? Carole habe ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob der gewechselt ist, dieser Carole hier. So, oh nee, rechtes Mittelfeld, ich habe auch nur Silberspieler. Oh Mann, ey. Das sieht genauso broke aus wie bei mir. Okay, komm, Stürmer jetzt. Komm on, der könnte gut werden. Higuain. So. Torwart, einfach ein Biest. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Karius. Ey, Digga, ich habe noch keine einzige Transferkarte noch nicht mal gesehen oder so. Ne? Bei mir läuft es gerade nicht. Noch gar nicht. Kommt ZOM jetzt hier bitte James. Okay, ZOM. James Rodriguez. Oh, hä? Mach ich erstmal Marquinhos. Ey, was sind das für Spieler? Ey! Ich bin gerade richtig broke. Ich habe immer noch keinen bislang. Ja, aber meine Spieler sind gut, das muss ich sagen. Meine Spieler sind schon ganz fresh. Allerdings bislang noch keine Transferkarte. Vielleicht im Mittelfeld jetzt. Komm, Stürmer. Oh, das wird dunkel und es wird... Oh! Oh mein Gott, die Stürmer. Suarez, Ibrahimovic und Lewandowski. Oh. Ey, würde Ibra eigentlich zählen? Der hat ja einen neuen Vertrag. Ich weiß nicht, das ist ja kein Transfer eigentlich. Eigentlich nicht, obwohl er eigentlich so gesehen ein Transfer ist. Weil ja. Ich glaube, ich nehme ihn trotzdem, weil der passt eigentlich. Ja, Mann. So. Ey, ich mache jetzt rechter und linker Flügel. Ich habe bislang noch keine Transferkarte. Sieht also nicht ganz so gut aus. Die macht... Oh, Salah, ey. Ich krieg Salah als AS-Rom-Version. Mann, wie bitter ist das? Ey, guck mal. Das Ding ist, ich habe jetzt... Lacazette, aber in der Lyon-Version zählt der als Transferkarte. Ich habe ja auch Salah als AS-Rom-Version. Das würde ich nicht zählen lassen, weil sonst würdest du nicht zählen, glaube ich. Okay, dann mach ich auch Chemie. Ey, Digga, mein Team ist heftig. Du müsstest mein Team sehen. Linker Flügel, wenn das jetzt noch Neymar als... Oh, Ronaldo, 98er Record Breaker. Aber ey, der 96er Neymar, Mann, das gibt es nicht. Ey, ich wäre mit Neymar auf einer 92er Bewertung. Mit Ronaldo auch. Ja gut, musst du wissen, Digga. Ich glaube, ich würde erstmal Ronaldo nehmen. Ja, ich nehme Ronaldo erstmal mit. Ey, ich bin auf einer 92er Wertung. Wie heftig ist das, Digga? Richtig krass. Das ist ehrlich heftig. Bei mir ist es eine 85er. Ich habe so ein brokes Team. Oh shit. Aber dafür ist mein Team geil. Komm, ich brauche aber noch diese Transferkarten jetzt. Oh, du brauchst ehrlich die Transferkarten. Ey! Oh, nein, ey. Ich habe 97er Neymar. Ey, ich will doch nur den PSG Neymar. Ey, weißt du, was ich habe? Ich habe Luis Gustavo. Den 82er als Transferversion, ne? Aber auch den 95er Neymar. Und der 95er Neymar würde mir richtig viel bringen. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Risiko. Und nehme Neymar mit. Komm, ich nehme Neymar mit, Alter. Ich krieg diese 3 Transferkarten auch easy gleich. Ich müsste jetzt doch bestimmt auf eine 93 kommen, oder? 93.
92er. Ja, 93er Bewertung, Alter. Oh, scheiße, was brauchst du da für einen Draft bei mir? Das ist so broke, ne? Aber jetzt kommt schon bitte einen, 99er Lionel Messi. Oh, shit. Ich komme gerade nicht auf den 94 hoch. Ich könnte, wenn es jetzt ein guter wird... Hazard, ja, Junge, Eden Hazard. Ey, ich könnte auf eine 94 hochkommen. Ja. Okay, jetzt wird's richtig spannend. Oh, aber 94! Alter! Aber wie viele Transferkarten hast du schon? 0, aber ich habe eine 94er Bewertung. Ja, aber das Ziel, das ist ja was anderes eigentlich. Egal, scheiß doch, Digga. Eine 94er Bewertung, absolut heftig. Bringt mir zwar gar nichts gerade, aber... Egal, Junge. Bernardeschi ist jetzt... Bernardeschi ist jetzt bei Juve. Ey, du weißt ja vielleicht, mein Rekord liegt ja, ich hatte ja mal einmal eine 95er Bewertung. Stell mal vor, du würdest das jetzt hier brechen. Das wäre echt heftig. Coutinho wieder, aber der ist auch nicht gewechselt. Der will ja anscheinend Liverpool pressen und nächstes Jahr dann dahin. Genau. Hast du mitbekommen, Digga? Der presst einfach Liverpool. Boah! Luka Modric Team of the Year. Das ist stabil. Heftig. Okay, ich bin auf einer 94er Bewertung. Ich krieg keine Transferkarte. Ich hätte Luis Gustavo mitnehmen sollen. Asensio! Ja, ich komme auch nicht auf Chemie. Ich brauche aber gute Verteidiger jetzt. Oh, nee! Oh mein Gott. Ich krieg wieder Neymar, aber den Barcelona Neymar und Ronaldo Record Breaker, Digga. Ich glaube, du gewinnst hier ganz locker. Hey, Digga, was soll ich machen? Ey. Das Ding ist, ich habe ja schon 3 in meinem Team drin. Einmal Gross, Ibra, wie du meintest, zählt ja, und Musacchio. Ja, hast du. Also, ich will noch nicht sagen, du hast gewonnen, ne? Deswegen, komm. Ja. Es geht erstmal noch weiter. Ich habe noch ein paar Spiele, deswegen. Bilia, ja, den kann ich nicht bringen. Aber guck mal, wie viel Chemie ich habe. Ey, Bilia ist auch eine Transferkarte, ne? Stimmt. Bilia, wohin? Zu AC. Ja, ist auch eine Transferkarte. So. Okay, ich komme. Mal schauen. So, dann haben wir groß sogar rausgemacht. Okay, ich bin auf. Ich habe jetzt mal das Team so umgestellt. Gündogan ist gut. Um auf Chemie zu kommen. Ich bin auf einer 92er Wertung und leider nur noch auf einer 92er Wertung, aber auf 72 Chemie dafür. Wir schauen mal, aber ich brauche diese Transferkarten, Junge. Es gibt CDB, ey. Nee, der ist nicht gewechselt, der andere. Chananolu auch. Warum gibt der volle Chemie, Alter? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier auf volle Chemie komme. Ich komme auf jeden Fall nicht auf volle Chemie. Oh, Pepe! Oh, der kommt gut. Von Besiktas. Oh, ein 97er Tor Suarez. Alter! Ey! Was geht hier ab, Digga? Was hab ich? Ich habe aber auch heftige. Ich nehme jetzt Pepe von Besiktas einfach mit. Scheiß auf die Chemie. Einfach ein paar Transferkarten rein. So, die letzten beiden Spieler. Oh, Kolasinac jetzt normale Version. Ey, ich bin wieder auf einer 93er Wertung, Alter. Shit, aber ich komme nicht auf volle Chemie, glaube ich. Wie viel Chemie hast du? Ich habe 72, ich brauche einen neuen Torhüter. Ohne den. Ah, ne, warte. Okay. Bam, so bin ich auf 75 Chemie, okay. Ich brauche CDB mit. So, ja, ich habe nur noch den Torwart, ey. Der kann eigentlich bei mir nicht mehr regeln. So, ja, hast du noch den, dann lass zusammen den Torwart einfach machen. Ja, chill, ich habe noch ein paar Spieler, ich habe noch 5 Karten. Ich könnte, wenn alles... Oh, der wird wieder gut. Come on, Özil, Robben, Vidal, ey. Ich kann... Er dreht richtig durch. Ich kann das... Ja, du hast das Draft eigentlich schon gewonnen, weil ich krieg keine Transfer... Obwohl, ich habe noch 4 Karten. Ich könnte natürlich jetzt noch 3 Transferkarten bekommen, aber ich glaube... Jo, du hast noch 4 Karten, übertreib, Alter. Was brauchst du so lange? Ja, weil ich ein heftiges Team habe. Ich habe immer noch... Ey, ich habe noch 4 Spieler auf der Bank und habe immer noch eine 93er Gesamtbewertung. Alter. Ich muss immer irgendwie auf 100 Chemie kommen. Tula Law. Probier gerade auch mal was aus. Der Typ ist auch gewechselt, glaube ich, aber ich habe nicht die Transferkarte. Funktioniert nicht. Oh, das funktioniert doch, Alter. Mit Ronaldo. La Liga Godin, 91er Godin, ey. Boah, was geht hier ab, ey? Was ist das denn? Ja, das ist schon heftig bei dir gerade. 82 Chemie, ich bräuchte... Das Ding ist, ey, ich bräuchte jetzt noch einen Rechtsverteidiger aus der La Liga und noch einen Torhüter aus der La Liga. Ich habe noch 2 Positionen. Wenn ich das packe, bin ich auf 100 Chemie. Und ich habe gerade immer noch... Ich könnte auf eine 193er eventuell kommen, Digga. Ich könnte es echt das wäre stabil. Ja gut, bei mir, ich bin jetzt auf 89 Gesamtwertung, glaube ich. Ja, 93 90 sogar. 93. 193 hast du. Ey, obwohl ich einen Silberspieler in der Startelf hatte. Das ist schon broke, aber ich brauche jetzt einen Rechtsverteidiger. Come on, bitte, aus der La Liga. Okay. Nein. Ich habe, glaube ich, eine Transferkarte. Sieht das auch nicht so gut aus. Ich habe eine Transferkarte. Vangioni. Vielleicht kriegst du den ja noch rein. Ja, glaubst du nicht, ne? Ach, keine Chance, Digga. Ich werde doch nicht auf 100 Chemie kommen. Okay, Torwart, wenn der jetzt noch gut ist... wollen wir zusammen machen? Ja, ich habe schon gemacht, ja, hau raus. Achso, du hast schon gemacht, okay, dann mache ich auch einfach mal. Ich habe Ziel. Und da haben wir...
Wen hast Das du? Ding ist, ich hätte Zieler, dann hätte ich 2 Transferspieler, aber ich nehme jetzt diesen, weil ich habe eh verloren. Du hast ja eh, wie viele Transferspieler hast du? Ich habe, ja, ich habe voll viele, aber 3 habe ich auch im Team. Ja, siehst du hast gewonnen. Deswegen nehme ich diesen Risiego mit, dann komme ich wenigstens noch und auf ein bisschen mehr Chemie. 91 Chemie, Alter, das ist gut geworden, Junge. Nicht schlecht. Warte, wie viel Chemie kriege ich? Ich kriege... Ja, du hast sogar mehr Chemie, Alter. Du hast... Ja, ich habe 88 Chemie. Oh, aber dafür halt auch 3 Transferkarten. Meine Mal schauen. Football-Übersicht sieht auch gut aus. 178 habe ich, okay. Hätte ich diese Silberkarte nicht gehabt, wäre ich safe auf einer 93er Bewertung gewesen. Schade, ey. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich zähle mal kurz nochmal meine gewechselten Spieler. 1, 2... Auf 95, ey! 95 2, Chemie, 3, 4, ich hätte nur noch Rechtsverteidiger. 5. Oh, das ist hart, Mann. Ja, okay, ich habe insgesamt 5 Spieler in einem Footdraft, die gewechselt sind. Okay, bei dir weiß ich gar nicht, wie viel du hattest. Ich habe einen. Ich habe ja jetzt den letzten nicht mitgenommen, hätte ich 2. Du hast eh gewonnen. Ja, aber gut, ey, Freunde. ich hab ein heftiges Team gebaut. Du hattest dafür ein heftiges Team, deswegen jeder hatte was davon, ja, glaube ich einfach mal. Und ja, lasst einfach eine Bewertung da, wenn ihr mehr Footdraft sehen möchtet und mehr Kriterien, mehr Dual Footdraft, dann macht's jetzt gut. Checkt die Episode von Till ab. Und jetzt kann ich nichts mehr sagen. Wir sind einfach mal gespannt, wer am Ende dann noch wechseln wird. Genau, ja, haut rein und bis dann. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin'? YouTube Wakes wieder vor euch am Start mit einem weiteren Footdraft Bingo. Das letzte Mal habt ihr das übertrieben krass gefeiert und deswegen dachten wir uns, müssen wir das heute wiederholen und nochmal bringen. Und mein Gast kann sich jetzt auch mal vorstellen. Jo Leute, ich bin auch am Start und heute mit einer kleinen Änderung. Ihr kennt es vielleicht aus unseren Pack-Opening-Bingos. Und zwar haben wir mal wieder das Blitz-K.O. dabei. Ihr seht es vielleicht, sollten wir eine 95er Bewertung haben, kurzzeitig, dann ist es das Blitz-K.O. und derjenige hat dieses Footdraft-Bingo sofort gewonnen. Ich denke mal, das Ganze wird noch ein bisschen spannender dadurch, oder? Ja, wird echt spannender, Leute. Wenn euch das gefällt, wie gesagt, nochmal einen Daumen hoch da lassen und jetzt in die Kommentare schreiben, was meint ihr, wer wird hier gewinnen? Hashtag Gaming oder Hashtag Wakes. Ab in die Kommentare, nicht schummeln, Leute, wirklich jetzt schreiben. Und dann würde ich sagen, kaufen wir uns auch direkt ins Draft ein, oder nicht? Okay, ich habe 2 ganz okay Formationen, die 4-3-3 und die 4-3-2-1. Boah, ich habe die 3-4-2-1, Alter. Und jetzt werde ich den Timer stellen, weil wir haben beide, wenn wir jetzt auf Ja drücken, 10 Minuten Zeit für dieses hau raus, Draw. dann zähl runter. 3, 2, 1. What? Die Zeit läuft jetzt. Go, go, go. Come on, come on. 10 Minuten bitte. Zeit. Die Maria. Und die Kategorien sind heftig, Leute. Die sind hart, aber... Hey, Mann, Bale, ich habe den 97er Ronaldo. Okay, ich habe Bale. 90er Bale. Ich denke mal, ich sollte ihn einfach mitnehmen, oder? Ja. Na, ich weiß nicht, was ich gerade mitnehme. Ich glaube, ich nehme einfach mal einen Innenverteidiger mit, weil Ronaldo will ich nochmal als 99er Karte bekommen. Come on. Oder Ja, Modric, Alter, nice. Team of the Modric. Erster Team of the Year. Ich nehme einfach jetzt einfach mal... Ich nehme einfach Özil mit. Ist mir jetzt scheißegal, ich nehme Özil mit. What the fuck, okay. Und guck jetzt, wer mein rechter Stürmer wird. Lionel Messi, 99. Das ist jetzt mein Ziel. Bitte, Messi, bitte, bitte. Oh mein Gott. Hast du Messi? Ich habe gar keinen. Ich habe Mkhitaryan als besten Spieler rechts. Yeah. Holy shit, Alter, was ist das? Ich habe Mario Gasper als Rechtsverteidiger gerade bekommen. Mann, ey. So, mal schauen. 2 Transferkarten müssen wir auch heute bekommen, Leute. Das Stimmt. ist die Aufgabe. Ey, ist dieser Töre in die Calcio A gewechselt? Gökhan Töre? Ich glaube schon, ja. Ist der gewechselt? Ich glaube schon, ne? Ja, normal. Dann habe ich meine erste Transferkarte, wenn das stimmt, Leute. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen großen Fehler, aber ich glaube, das stimmt. Erste Transferkarte ist damit schon mal geschafft. Ich habe noch gar keine gesehen, glaube ich. Asensio, Andanovic. Das ist richtig nice. Bahia habe ich hier. David Luiz. Afro. Okay, Afro. Ich habe jetzt auch meinen ersten Afro am Start. Richtig, Baba. David Luiz ist mit am Start. Und das heißt, die erste Kategorie habe ich hier abgeschlossen. Ich habe noch gar nichts, Mann. Das gibt's doch nicht. Asensio. David Luiz ist geschafft. Und jetzt suche ich, glaube ich, meine linken Stürmer. Ich gehe jetzt einfach auf alles. Noch ein Team of the Year. Und guck, ob es 99er Ronaldo wird. Ey, Bro. Ja, wen hast du? Würdest du den 98er Ronaldo oder den 96er Neymar mitnehmen? Neymar, ne? Das Ding ist, ich nehme Neymar mit. Du wirst Ronaldo eh nochmal bekommen auf der Bank. Die Frage ist nur, ob du ihn als höhere Version als den 98er bekommst. Ich werde Neymar mitnehmen. Ich gehe einfach das Risiko ein. Ich muss auf 99er Ronaldo oder 99er Messi sweaten, weil ich will die Kategorie auf jeden Fall abschließen. Und hiermit habe ich entweder, gehe ich jetzt auf Chemie, was auch nicht so viel Chemie bringt, oder ich gehe auf meinen ersten Team of the Season. Ich gehe auf den ersten Team of the Season, weil 3 Stück braucht man an der Zahl.
Ich habe noch die abzuschließen. Ich habe noch gar keinen. Ey, bei mir läuft es hier gerade gar nicht. Ich sag's dir, komplett broke, alles. Aber du hast schon ein Team of the Year dafür, ne? Ja, ein Team of the Year, aber der bringt mir nichts, weil ich den zweiten nicht bekomme gerade. Deswegen, Marquinhos. Oh, ich habe Rami. Okay, Rami hätte ich als Transferversion, allerdings bringt der mir rein gar nichts. Eigentlich muss ich Marquinhos mitnehmen, glaube ich. Ja, komm, Marquinhos. So. Ich will jetzt auch mal eine Legende bekommen. Das wäre Baba, hätte man jetzt schon eine Legende ab. Ey, ich habe die zweite Transferkarte am Start. Baba. Echt? Wen hast du? Pepe in die türkische Liga. Eben aus der türkischen Liga rausgewechselt und jetzt in die türkische Liga reingewechselt, der Spieler. Ich glaube, Baba. Ich habe wieder eine Transferkarte, glaube ich, Dalbert. Aber der bringt mir nichts und dann nehme ich lieber die Kategorie nicht mit, als wenn ich mir das Team versau, glaube ich. Deswegen nehme ich Felipe Luis lieber mit. Okay, letzter ZM. Kommt nochmal ein Team of the Year, Toni Kroos oder Iniesta, Fabregas, Coutinho. Naja, okay. Jo, der Torwart kann geil werden. Boah, was? Wen hast du? 97er Neuer, 95er De Gea und Siemen Legende. Boah, das ist Junge, die Entscheidung. was ist das Ey, denn? Bro, Shit. nehme ich die Legende mit, dann habe ich straight einen abgeschlossen. Oder nehme ich De... Oh mein Gott, De Gea, der wäre so ein Baba. Was mach entscheid ich du, Digga. Ich will nicht in deine Haut stecken, ganz ehrlich. Das ist zu heftig. Oh, Neymar, 98. Junge, Sag nice. mal bitte, Legende oder De Gea? Legende oder De Gea? Das Ding ist, Legenden sind schon schwer zu bekommen und damit hättest du natürlich auch gute Chemie. Der linkt alles, deswegen wäre schon eine Legende Ja, okay. gut. Allerdings hat De Legende. Gea ein höheres Rating, ne? Ich nehme die Legende mit, mir egal. Dann Nimmst habe ich du auch jetzt? die nächste Kategorie straight abgeschlossen. Und jetzt Ey, habe das ich Ding schon ist, ich hab ein starkes drei- Team, ja. 3 Stück abgeschlossen. Boom, Digga. Team of the Season kriege ich, glaube ich, sowieso noch 2. Und wir gucken mal, was für eine Bewertung ich jetzt komme. Ey, das Ding ist, ich habe noch gar nichts, ey. Das ist ja komplett broke bei mir gerade. Aber ich bin auf 93 Chemie, das heißt, ich könnte es auf 100 Chemie schaffen. Allerdings habe ich hier gar nicht. Auf 100 Chemie kann ich es gar nicht schaffen. Ich bin gerade auf einer 74er Chemie. Aber ich bin mehr auf Kategorien gegangen, weil ich habe jetzt schon 3 Stück. Und habe noch die ganze Bank vor mir. Oh, Ronaldo, 99er. Ja, Mann, geht doch. Okay. Laber noch nicht. Erste Kategorie hätte ich. Ne, zweite. 2 Team of the Years und 99er Ronaldo. Perfekt, obwohl ich hätte noch Ramos. Der würde mir eigentlich sogar mehr bringen fürs Team, aber ich muss Ronaldo mitnehmen. Ich habe den zweiten Team of the Season gerade schon bekommen. Das heißt, einer fehlt mir jetzt noch und da ist er. Ich habe meine Team of... Oh, Felipe Luis, Benzema, Carrasco. Alle, die mir viel bringen. Ich muss aber trotzdem Felipe Luis mitnehmen, um meine 3 Tots abzuschließen. 4 Stück habe ich jetzt schon. Ich könnte heute alles schaffen, Alter. Ey, Digga, außer ich bin auf 95er. einer 91er Bewertung, 96 Chemie. Ich könnte es auf eine 92er Bewertung und auf 100 Chemie schaffen. Und der nächste wird vielleicht auch wieder gut. Müller. Hazard. Oh mein Gott, okay. Müller wird's. So, 89er Bewertung. Komm schon, ich muss irgendwie nochmal die 92er knacken, damit ich die auch abschließe. Und ich habe den bin ja nächsten auch gerade- Tots am Start. Ich Der bin mir kurz aber vor der nichts bringt. 92. Ich brauche Messi einfach, glaube ich. Das war der geilste Draft ever, Mensch. Hey, Digga, ich habe noch wieder keine Transferkarte. Ich check das. Ich kriege irgendwie keine... Ah, doch, das ist, glaube ich, eine Transferkarte. Aber ich habe Hazard. Ich kann den jetzt hier nicht mitnehmen. Ich krieg die ganze Zeit Ich brauch noch Transferkarte, 2 aber ich kann Tottis. sie nicht mitnehmen. Tottis habe ich noch gar keinen. Ich habe keinen einzigen Totti. Ich glaube, das wird nichts mit 2 Stück. Mahrez kann man vom Ding her mitnehmen. Bringt mir aber auch nicht so viel. Obwohl, ein bisschen mehr Bewertungspunkte bringt mir Mahrez. Deswegen nehme ich den einfach mal mit. Und guck dann mal, was Jawohl, für ich eine bin auf der Bewertung wir kommen. 92. Nice, Digga. Okay, nächste Kategorie. 3 Wie viel Kategorien hast du habe ich jetzt? jetzt. 3? Okay, Ja. dann steht es 4:3 gerade für mich. Leute, wir haben noch 4 Minuten Zeit, bisschen mehr als 4 Minuten. Oh! Den hast du. 99er Ronaldo. Oh mein Gott, nee, Digga. Was geht hier ab gerade mit dir? 99er Ronaldo. Ich Shit. wusste es, dass ich Neymar mitnehmen soll. Ich wusste, ich krieg noch entweder Messi oder Ronaldo. Ey, das gibt es doch Und nicht. hab ihn dann auch wirklich bekommen. Boom, 90er. Ja, Bewertung ist schon mal geschafft. ich kann hier gerade nichts mehr schaffen, so wie es aussieht. Baba, komm schon, ich will auch die 92er Bewertung. Ich will auch die 92er Ich brauche die Bewertung. Transferkarten, aber ich krieg hier... 91er Bewertung, bitte. Mann, Bitte, Salat, Team bitte of jetzt the noch ein paar Season. gute Spieler. Bitte noch ein paar gute Spieler, dann habe ich die 92er zweite Bewertung Platz. auch geschafft. Digga, Oh ich brauche noch Mann. einen Tots. Ich brauche einen Tots noch. Komm, das muss doch möglich sein. Ich habe so viele 90er auf der Bank, der wird gut. Komm on, bitte. Insigne. Suarez. 94er Suarez. Junge, perfekt. Der passt perfekt vorne Aber auf nur die der Schirmposition. 94er, kein Totti. Ne, du hast nicht den zweiten Totti Leider bekommen. nicht. Doch, ich habe 2 Tottis. Ich habe doch schon längst 2 Tottis, Digga. Ach, hast du schon? Ja, normal. Ich brauche kein Totti mehr. Aber ich komme nur bislang So. auf eine 96er Chemie, Mann. Das gibt es nicht. 92er Bewertung, wieder geil. Richtig fresh. Digga, bei dir läuft, ich komme nicht einmal auf die 2. Ich bin auf einer 91er Bewertung. Ja. Ich brauche jetzt irgendwie, ich brauche den 99er Messi, aber den kann ich nicht mehr bekommen. Das Ich Ding kann ist, es den wird nicht mehr schwer. Es bekommen. wird schwer auf 100 Chemie zu kommen, ich sag's dir. Ich brauche noch einen Tots. Ich brauche noch einen Tots. Was hätte Ich ich? brauche noch einen geileren Innenverteidiger, der besser reinpasst. Hier unten La Liga Innenverteidiger bräuchte ich vom Ding her noch.
So La Liga Santander. Ja, okay, bam, so wäre ich auf voller Chemie. Oder auf 99, dafür müsste ich bitte La Liga. La Liga, bitte, bitte irgendwas Geiles. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Team of dir, Piqué. Ey, was geht bei dir perfekt, ab, Digga? Perfekt, Alter. Komm schon. Junge, was geht da ab bei dir? Bitte, bitte. Mann, ich komme aber nicht auf die 92er aus, wenn ich jetzt die Bank sortiere. Vielleicht wird das was, Till. Okay, hau mal raus, ich schau mal. Ich habe noch 4 Spieler, glaube ich. Komm. Ich habe noch 2. Aber ich komme nicht auf die 92er Bewertung. Gerade noch nicht. Kommst du auf 100 Chemie? Wie viel Chemie hast du? 87 Chemie. Oh, okay, auf 100 wirst du nicht kommen. Auf 100 wirst du den da reinstellen. Ich will mal kurz was testen, Leute. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Vielleicht, wenn ich jetzt die Bank sortiere. Nee, komme ich auch nicht auf 92 Rating. Ich dachte, ich mache das erstmal so. Ich hab kein Afro. Ich brauche noch einen Tots, Digga. Ich brauche einen Tots. Ein Totti. Ein Totti. Das könnte ein Totti werden. Bitte. Nein. Digga, wo bleiben die Tots-Karten bei mir? Ich check es nicht, Mann. Das gibt es doch nicht. Ey, okay, was kann ich jetzt machen? Vom Ding her Premier League mitnehmen. Komm, bitte, aber Tots, nee, bitte, oder? Tots, bitte ein Tots noch. Komm, ein Silberspieler. Ey, was soll das? Das Team war so perfekt. Das gibt es Ich kann jetzt nur noch auf Neuer hoffen. Die letzte Kategorie kann ich nur noch mit Neuer abschließen. Wenn ich jetzt Team of dir Neuer bekomme, dann habe ich auf jeden Fall das geschafft noch. Aber ich kriege am Ende nur den 88er Oblag. Ist jetzt nicht schlecht, aber... Ey, Digga, du glaubst das nicht, ne? Du glaubst es ehrlich nicht. Ich werde auf 100 Chemie kommen, okay. Dann habe ich 4 Kategorien. Ich hätte einen Tots gebraucht. Einen Tots, dann hätte ich wenigstens 5 Kategorien abgeschlossen, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, Digga. So, komme ich auf 100 Chemie. Ja, 189er. Leider nicht auf 100 Chemie. 189? Ja. Okay, dann suche ich jetzt noch meinen Manager und guck mal, was mit dem noch geht. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen mehr Chemie, aber auf 100 Chemie werde ich safe nicht mehr kommen. Calcio bringt mir mir fehlt dieser Afro, Marcelo oder so. Ne, der bringt mir nur ein Chemie. Okay, ich bin mit dem Draft fertig. Du kannst mir sagen, wie viele Kategorien du abgeschlossen hast. Und ja, ich hätte fast 5 gehabt. Ich habe allerdings leider nur 4. Ey, shit. Yes, Digga. Da habe ich dich wieder mal fertig gemacht und ich habe 5 Kategorien. Baba, dass ich die Legende mitgenommen habe. Baba, ey, Mann, mir hat ja eine gefehlt. Ein Spiel hat mir gefehlt, Digga. Lasst einfach einen fetten Daumen hoch jetzt da, Leute. Würde mich auf jeden Fall übel freuen. Und wer hatte von euch recht? Schreibt es jetzt nochmal in die Kommentare. Habt ihr Gaming oder Wakes geschrieben? Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Checkt die Episode bei Gaming ab. Die ist auch nochmal richtig nice gewonnen. Dann würde ich sagen, wir sind raus, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.